Beyond Blue oder auch Blue Planet vom BBC, ein Spiel jetzt auf der PlayStation, sagen wir so, nicht jetzt, schon seit langem. Mit diesem Spiel werden wir jetzt mal reinschnuppern, wie das Spiel ist, denn es gibt ja eine riesen Blu-ray-Ausgabe von Blue Planet 1 und 2. Ich weiß nicht, ob es schon den dritten Teil gibt, aber das ist das Spiel dazu, von denen auf jeden Fall mitentwickelt. Und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil ich liebe Unterwasser und in der heutigen Hitzezeit ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal mit ins kalte Wasser einzutauchen. Mein Name ist Christian Ischer 3000 und wir schnuppern mal rein, wie das Spiel ist. Ich bin gespannt, ich mag Unterwasser und mal gucken, ob das wirklich dann auch gerechtfertigt wird. Let's go! Und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Support is come on. I'm generally not a woo-woo kind of person. If I don't get something, I want to unpack it, get the facts. But the ocean, it's a part of me. You could say it runs in my blood. My grandmother was a freediver, an ama. She helped me feel its rhythm and understand how one breath could last a lifetime. We dove so often, the memories all run together. Except one. When I wished I could stay down forever. The ocean cast its spell on me that day. And its mystery still consumes me. Das Klicken gerade eben war keine Störung, sondern es waren die Geräusche der Wale. Nicht nur Walengesang, Day sondern one, auch submerged ganz atoll, normal. Western Pacific. It's great to be diving again. I'm anxious to find our sperm whale family and look in on our mother to be. I'm also excited to test out Andre's new tech. Ocean X is expecting a huge audience for our first live stream, given how bad things were in this region a few years ago. No pressure though. Ready to dive. Ocean X, okay. Also sie freut sich auf jeden Fall Pottwale zu sehen. Für einen großen Ocean X Livestream. Wir haben auf jeden Fall keinen Stress. Sind bereit zum Tauchen und ich würde sagen, fortfahren. I'm in and okay. Hey, Mariah, how's the new suit? Nice. A bit itchy, but I've had worse. How are you breathing? Breathing easy. This rebreather is amazing. Feels like I'm freediving. A genuine compliment. Should have caught that on the live stream. Give me a few minutes. I want it to be amazing, and I'm still getting used to this AR visor. So, wir machen mal ganz kurz Pause. Die Einstellungen, Audio, Musik, okay, Musik können wir ja mal hier einstellen. Auf 70. Musik im Raumschiff von meiner guten hat gesagt, dass es ein bisschen leiser stellen soll. Machen wir auf 20. So. Effekte machen wir ein bisschen höher. Auf 70. Und die Umgebung natürlich volle Kanne. So.
Somit tun wir die Einstellung anwenden. So. Und ja, würde ich sagen, weiter geht's. Das ist das Meer. Für das erste Kapitel, denke ich mal. Und let's go. Es sieht schon schön aus, ne? Scanner öffnen. 1 von 18. Done. How many scans before the AI is trained on a creature? It will vary. There are many factors that affect the confidence level of a match. So you don't know. Got it. Now point me to the buoy so I can try the hydrophones. I want to make sure all the tech is working before we stream. Schnell schwimmen. Irina, how you feeling? Haven't thrown up today. Well, it's still early. You gonna be okay with the live stream? I may let you do most of the talking. Once you reach the buoy, you can triangulate the sound of any animal. Clever. Thank you. Warte, fühlt man sich ein bisschen wie bei Subnautica. Nur 5.1. Sieht schon schick aus, ne? Kann man dann alles scannen? Haben wir den schon? Scheinen sehr viele Rochen zu sein. Roche. Wie viel körperliche Anstrengung das macht hier, ne? Eigentlich müssen wir nur zusehen. Weitere Fische. Man erkennt wenigstens, dass wir hier noch mehr scannen können. Mit dem Scanner. Die Frage ist, das haben wir schon gescannt. Ich glaube, den haben wir auch schon. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu unserem Ziel. That's close enough. You can use your dive watch to control the buoy from there. Refresh me on the controls? Move the targeting circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. Buckelwal. Ein Pottwal. Tümmler. Mariah, if you're okay, I'm going to start the live stream. Let's roll. Welcome to the Ocean X live stream. I'm Dr. Mirai Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues. Hello, I'm Andre. Hello, everyone. I'm Irina. Kartanzeigen. Delfine scannen. Don't get too jealous, folks, just because I'm swimming with dolphins. My grandmother always warned me that although they're cute, they can also be pranksters. And today, also very noisy. Can your AI parse through all those sounds? Not using this scanner. But I do have a new drone design that should be better at isolating the source of the sounds. Done.
And maybe next time I can weigh in before on the number that we need to scan. As I mentioned, the confidence model is complex. You just want to find the whales. Guilty. That looks to be a sperm whale. I think I saw this bull from the sub. I wonder how far he's traveled. Once we have a reliable ID on him, I'll see if anyone has tracked him before. Nice. Kann ich eigentlich auch das Wasser hoch? Nee. Ganz schön viel. Zum Scannen hier. Das ist eine Muschel. Bleib ruhig und mach weiter. Looks like we've got our first singer. Fantastic. Hopefully on your next dive you can record his song to compare with other humpbacks in the area. Fun fact, in addition to being an engineering whiz, Andre is quite the musician. Are you still writing music? Not for years. Dry spell? More like raising teenagers. Hey Mariah, I'm seeing alerts on the South Buoy if you want to pull them down. Okay, let's see what mysteries this buoy unlocks. Ja, wie viel ich scannen muss, ey, das ist ja nicht mehr normal. Ui, da kommen ganz schön viele. Zwei von 10. Au. Eigentlich, dass man hier nicht sterben kann. Achso, nur mit Scanner kriege ich die Geräusche raus. Einzelner Fisch. Fisch, 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 Fisch. Junge Delfine. What does that sound? Did I break something? I've deployed acoustic modems to transmit from other sensors. For those of you who have no idea what he's talking about, he means we use sound to transmit data, so we can have Wi-Fi in the ocean. Impressive. What kind of bandwidth do we get? Like 1990s dial-up. Fun alert. Looks like some young dolphins are having a play date. Hey guys, can I take a turn?
You don't see that every day. At least I don't. Frankly, neither do I. Also von der Delfine gibt es anscheinend viele. Ooh, company. Unbelievable. That sounds too close to be outside the research zone. One of the waypoints went down. Do you think that's related? Yeah, probably. Oh. Haie. Red light must mean a serious alert. Yeah, dead battery. Whoa, octopus. I think it went in that cave. I'd like to go in that cave. Let's be real. There's no way I'm not squeezing through here to follow that octopus. We'll definitely want to practice diver rescue at some point. Well, maybe. Mira, please be careful. Hey there. Sorry to spoil your hiding place. Okay. Können wir wieder raus? Was ist das hier eigentlich? 2 von 8. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Symbol. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und den haben wir schon. Drei Farben. Papageifisch. Aha. Pfauenkaiserfisch. Okay. Oh, wer bist du? Drei von 9. Das ist einer der größten Haie, die es gibt. Und die sind nicht aggressiv. So wie normaler Hai oder wie der weiße Hai. Schon erstaunlich. 6 von 7 haben wir da schon. Das ist ein Einzelner. Mhm. Und da waren wir schon. So einen Anzug will ich auch gerne haben, so lange unter Wasser zu bleiben. Das wäre schön. Jetzt haben wir das Tier aus den Augen verloren. Da. The biochemical emittance triggered this whole area. Because of me. Not because of me, but because I configured the sensors to detect stress in the coral population. Ah, müssen wir einsammeln.
Okay, let's find out what's causing that stress. Mirai, please collect biosamples from any of the distressed corals. Happy to oblige. For those watching, these sensors help us understand what leads to resiliency in corals so we can help breed it into other species. Glänzender Schleimkopf. Okay, was ist das für ein Name? Aber lustig, ne? Okay. Was ist das hier? Das ist ja. Ich wollte gerade sagen. Das spielt die Spielgrenze, aber wir müssen jetzt Korallen sammeln. Mhm. Haben wir den schon? Oder ist es Soldatenfisch? Ah, da oben. Da haben wir ja eins. So, 2 von 3. Und da ist das andere. Oder? Haben wir das nicht? Ne, das haben wir schon. Okay, da drüben haben wir noch eins. Done. Mirai, sperm whales. And they must be your pod because I have a tag signal that is definitely ours. Pushing the waypoint. On my way. Mhm. Aber Korallen kann ich I'm hier hoping nicht to so. reconnect with the sperm whale family, whom I have been tracking for years. I'm excited to check in on our mother-to-be. Oh, schon. Den haben wir noch nicht. Leoparden. Mhm. Eigentlich soll ich zu meinem Ziel, aber das ist halt so schön hier. Da kann man echt sich verlieren im Spiel. Hey, 7 von 7. Sehr schön. Pottwal Schule scannen. Mirai clearly has a fondness for these creatures. She's fallen silent. Right. Let me finish scanning them all. I still don't see our pregnant mother. Done. Good. Everything all right? I am now. Look. Our mommy whale has delivered. Everyone say hi to her beautiful 1-ton baby girl. Is she okay? Mirai, Shh. She's nursing. I just wish all of you could be here for 1 second.
amazing. That is the end of our stream. Like, share, comment. Remember, we need you. All of us down here. Also habt ihr gehört, liken und kommentieren, ne? Liebe deine Mutter, sei ein guter Nachbar, lerne von den Erfahrungen deiner Großmutter. Das habe ich alles gelernt, indem ich Pottwale studiert habe. Aha. Okay. Oh, Einsicht. Aha. Heranwachsen eines Pottwals. Kriegt man die Videos dann anzuschauen? As a child, I had no idea how important the ocean is. That the great majority of life on Earth is in the sea. That the greatest diversity of life is in the sea. My name is Sylvia Earle. I'm a scientist, an oceanographer, an ocean explorer. I've spent years at sea aboard ships and thousands of hours under the sea. I've seen things others have not. If others could see what I've witnessed, they would know how much the ocean has changed, and they would know why caring for the ocean matters to everyone, everywhere. The ocean is Earth's life support system, generating most of the oxygen in the atmosphere, capturing much of the carbon dioxide produced by human actions. The ocean is the planet's living blue heart. Every creature has a story. Every one, whether you're looking at a little crab, or a starfish, or a shark. If people stayed on the shore and never got underwater, how would we ever know that fish, that they have communities, they have faces? Their importance as fellow citizens, as cultures, as amazing creatures that we can learn from. There's a lot of water we now know elsewhere in the solar system and elsewhere in space. But to have a liquid ocean with frozen polar areas, it's taken 4.5 billion years to shape the world in a way that is favorable to humankind. It's taken us about 4.5 decades to significantly unravel systems. No ocean, no life. No ocean, no us. Mhm. Da hat sie recht. Kein Ozean, keine Menschheit. Gucken wir uns das noch an. My name is Shane Garrow, and I'm the founder of the Dominica Sperm Whale Project. I've been following the lives of sperm whale families in the Caribbean Sea based off the beautiful nature island of Dominica. I've had the sort of greatest honor to spend thousands of hours in the company of the sperm whale families. And over the last 15 years, we've come to know 30 different families. We know about 10 of those personally. My research focuses mostly on the connection between these families' lives and what they say to each other, and how they succeed in the ocean by living in these small families. They live these rich and complex lives in part of the ocean that we find difficult to even explore. Sperm whale society is matrilineal, meaning it's grandmothers and daughters that will live together for life. The young males live in the family until they're about teenagers, and then they go on this sort of open ocean wander for about 15 to 20 years before they are breeding age. But females will stay together for life. They communally raise and defend their babies, and they live in this sort of community of neighboring families just like we do. Behavior is what you do, but culture is how you've learned to do it. In the same way that we're all humans, but some of us eat with chopsticks and some of us eat with a fork. We're all still eating, but how we've learned to eat is importantly different. The secret for how these animals are surviving are these traditional behaviors, and that's why every calf counts. Every female calf is critically important, and each one of those that we lose so much potential. I think one thing that my research has shown is that our lives are really similar. The values that we have in our families, love your mom, be a good neighbor, learn from your grandmother's experience. And ultimately, life is about the quality of the relationships that you build with those around you, whether you're a whale or not. The secrets that my grandmother learned are helping me to survive now.
ensuring that these grandmothers survive to be grandmothers to share their stories, and ensuring that these babies live long enough to learn them is what's going to enable these animals to be around for a long time. Ja, Gebiete wiederholen kann ich jetzt, um vielleicht um alles abzugrasen, um alles zu scannen, sozusagen. Was ist das hier? Gebrauchsanweisung für Manta-Drohne. Da haben wir Karte des Atolls, Potwa Schule. Name des weiblichen Kalbs, Fragezeichen, Mutter und untergewichtig. Müll, von wem? Das mütterliche Verhalten der Modellbildschirm ansehen. Schon 3D-Scans. Hier ist eine Dusche. Sind wir hier im U-Boot oder wie? Vollmachtspapiere. Kann ich das nicht auswählen? Okay. Frau der Meere. Haben wir was gelernt. Nana, Miria. Okay. So. Das Livestream-Handbuch. It's okay. Was ist das? Bevor wir das angucken. Ozeansinn. Okay. Oceansinn. Ah, hier können wir gucken, was wir alles schon gescannt haben. Interessant. Oh, da gibt es noch einige, die wir noch nicht entdeckt haben. Soldatenfisch hier. Den fand ich süß. Schön. Bewegen, gesperrt, schnell schwimmen. Warte mal, wir haben doch 7 von 7. Wo sind denn die? 10 von 19. 1 von 4. Warte mal. Da haben wir alle Verhältnisse. Ja, das war wieder klar, dass die keine Verhältnisse haben. Wissenschaftsauszeichnung, okay. Aha. Verhältnisse. Gibt es Not über den Großen dann? Langsam bewegen. Slow Motion. Also ich denke mal, je mehr ich hier scanne, desto mehr kann ich dann freischalten. Ah, das ist die Musik. Okay. Alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf gehe? André anrufen. Letzter Tauchgang. Steuer verlassen. Ja, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Und ja, mal schauen zum letzten Tauchgang und mal gucken, was uns da erwartet. Aber wir rufen aber dann in der nächsten Folge natürlich an und mal schauen, was uns da auf jeden Fall ja, begeistert weiterhin. Wir sind momentan an 35 Meter Tiefe, also ich denke mal, da wird noch mehr gehen. Da geht es auf jeden Fall noch viel tiefer, was das angeht. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns dann erwartet in die dunklen Bereiche des Ozeans. Auf jeden Fall, ja, sieht auf jeden Fall jetzt bis jetzt sehr interessant aus und ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit. Wiederschauen, reingehauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, bis bald aus Under the Sea.